Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Goldpreis bei 2200 $. Disclaimer. Wenn Gold ausbricht, könnte es bis Ende August, Anfang September auf 2200 $ steigen, meint dieser Chartanalyst. Peter Schiff twitterte heute dazu. Während Gold 60% des gestrigen Verlustes wieder aufholte, erholten sich die Goldminenaktien nur um 30%. Das ist ein weiterer Beweis für die pessimistische Stimmung in der Branche, obwohl die fundamental wirkenden Daten überwiegend optimistisch sind. Im krassen Gegensatz dazu kaufen Nasdaq-Investoren trotz überwiegend pessimistischer Fundamentaldaten weiter. Ja, Goldaktien sind immer noch nicht wirklich attraktiv. Man muss also sagen, das ist natürlich noch gut. Wenn sie attraktiv wären, wären sie in Wirklichkeit unattraktiv. Also je ungeliebter die Goldaktien sind, Sie wissen, teilweise steigen die Goldaktien, teilweise sogar erheblich, findet das Ganze noch versteckt nach und man kann immer noch gute Schnäppchen machen und gewisse Goldaktien nachkaufen. Wenn dann tatsächlich dieser Anstieg kommen sollte, okay, der Chartist meint jetzt hier Ende August, Anfang September, wir werden das sehen, wir geben das hier nur wieder, was aber relativ klar scheint, dass früher oder später Gold auf den oberen Trendkanal steigen dürfte. Wann das genau passiert, das wissen nur Leute mit einer Kristallkugel. Wir zitieren hier nur einige Chartisten. Aber eins kann man mit Sicherheit sagen, und es ist nicht falsch zu sagen, wir liegen ihm vor dieser dauerhaften Etablierung auf über Gold 2000 $. Und das dürfte ein wahres Feuerwerk für Penny-Gold-Aktien und Silberaktien auslösen. Ja, hier ein angehender Goldproduzent aus Kalifornien, sehr hohes Risiko allerdings. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Projekte Imperial und Long Valley in Kalifornien. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Imperial-Projekts heran und setzt gleichzeitig die Exploration der Goldvorkommen im Bezirksmaßstab Imperial und Long Valley fort. Es ist circa eine Produktion von circa 100.000 Unzen anvisiert. Insgesamt haben sie knapp 4 Millionen Unzen Gold, allerdings Low-Grade. Wie gesagt, das Problem ist eben auch Kalifornien, natürlich der Staat mit den Auflagen etc., hier was hier Natur und so betrifft. Deswegen habe ich die jetzt zum Potenzialfaktor gegeben, ein schlechteres Rating gegeben. Ähm, Es ist eben auch Low-Grade Gold, aber es sind 4 Millionen Unzen bei nur einer Marktkapitalisierung von 12 Millionen Unzen. Weiterhin haben sie, wie sie ja selbst beschreiben, weiteres Explorationspotenzial. Diese Aktie hat eben einen erheblichen Absturz seit der letzten Goldaktienrallye hin. Also von 2020, Anfang von der Corona-Krise, ist es hier quasi irgendwie von 8, 9 oder 10 Cent oder was das da ist, auf fast 1,20 $ gestiegen innerhalb von ganz kurzer Zeit. Da sehen Sie auch, wie das mit diesen Goldaktienmärkten läuft. Und das Unternehmen scheint jetzt nach dem totalen Absturz den Boden gefunden zu haben und scheint eben auch auszubrechen. Wie gesagt, deswegen ist sehr hohes Risiko. Am Ende wissen wir natürlich nicht, ob es das Unternehmen schafft oder nicht, aber es ist im Vergleich eben zu den letzten Goldaktien hoch eine enorme Unterbewertung auf alle Fälle. Der Boden scheint gefunden zu haben. Gut, die Jugostrix in den USA ist nicht schlecht. Ich denke schon, dass man früher oder später versucht, das Projekt durchzuhalten. Und wie gesagt, ich finde absolut interessant einfach diesen Anstieg im Jahr 2020 und bei einer richtigen Goldaktienrallye. Ähm, Wir wissen natürlich nicht genau die, aber viele ähnliche Aktien, die es gibt, werden dann ansteigen. Und das ist ja unsere große Hoffnung, dass viele dieser Penny-Gold-Aktien, und dies gibt es nicht mit Vorhersage, aber doch ziemlich viele auf mindestens 1 $ steigen und einige wenige vielleicht drüber hinaus noch ganz gewaltig weiter. Und das ist ja sozusagen das strategische Ziel.
weil ein paar hunderttausend Goldaktien dieser Art, dieser Penny-Gold-Aktien, natürlich gut verteilt und gut gemischt, vielleicht sogar 1 Million Goldaktien, die sind im Bereich des Möglichen für Otto Normalbürger. Und das ist natürlich genau das, was jetzt hier in dieser kommenden Goldaktien-Rallye wirklich eine Jahrhundertchance im gewissen Sinne ist. Ja, hier nochmal zum Potenzialfaktor. Okay, 4 Millionen Unzen eingegeben, jetziger Preis 6 Cent. Theoretisch in einer Goldmania müsste diese Aktie dann auf 7,50 $ steigen. Wird man sehen. Ist wie gesagt nur so eine theoretische Potenzialfaktorberechnung, einfach um das vergleichen zu können. Ja, vielleicht nur generell zu Gold einige Aussagen. Normalerweise müsste, wenn es sich mit den 1970er Jahren ähnelt, müsste Gold jetzt eigentlich innerhalb von einem guten Jahr auf 8.500 $ steigen. Es ist dieselbe charttechnische Situation. Also hier ging es eben hier bei uns hier von 2000 ging es ja langsam dann ran. Richtung 2000 $, hat auf 1000 $ korrigiert, hat sich jetzt wieder auf 2000 herangearbeitet und ist eigentlich auf der Abschussrampe. Kann absolut passieren. Ich habe heute ein Video von Ibi Tucker gelesen. Der hatte das dann auch gesagt, irgendwie das Gold und den Faktor 3 bis 5 jetzt steigen können. Gut, ist schwierig vorherzusagen. Ich sage nur, dass es ähnlich sein könnte. Derselbe Druck ist da. Hier war das eben ähnlich mit einer Zahl weniger. Und hier ging es eben von circa 200 $ auf 850 $ innerhalb von einem Jahr. Also scheint sich das Ganze selber zu wiederholen, einfach mit einer Null mehr und aber doch längeren Zeiträumen als in der Vergangenheit offensichtlich. Nichtsdestoweniger, wir halten uns eigentlich an die Top-Chartisten und die sagen irgendwo Werte zwischen 2300 und 2600 Gold und Silber irgendwo zwischen 40 und 50. Alles andere muss man einfach tatsächlich abwarten. Ja, das Interessante in den 1970er Jahren waren eben diese Goldaktienrallye. Hier sind ja ein paar Beispiele. Hier ging es eben von 5 Cent auf 20 $ hoch, 10 Cent auf 36 $, 20 auf 40 $. Also relativ leicht konnte man das 1000 $, 100.000, 200.000, 300.000 machen. Eine unglaubliche Bewegung und wir hoffen natürlich von dieser extremen niedrigen Bewertung dieser Goldaktien im Verhältnis zu Gold, dass sich eine ähnliche Rallye jetzt auch wiederholen kann. Ja, welche Ereignisse sind vor? Und wie ich schon gesagt habe, möglicherweise ein moderater Anstieg von Gold und Silber. Also Gold Richtung 2000, Silber Richtung 40, 50. Ähm, und ähnliche Anstiege in der Vergangenheit. Hier sind zum Beispiel der Bullenmarkt von 2016 ist hier zu sehen. Ja, da stieg eben Gold innerhalb vom halben Jahr von 10.050 $ auf 1.360 $, Anstieg um fast 30%. Ja, eine gute Entwicklung, aber kein Vergleich zu dieser Penny-Gold-Aktie. Das soll nur als Beispiel demonstrieren. Ist klar, dass man die nicht so ohne weiteres greifen kann, aber es soll einfach nur das Potenzial von Goldaktien aufzeigen in den Bullenmärkten, wenn sie dann doch sind. Die stieg von 40 Cent auf 41 $. Das Ganze ist konsolidiert. Das waren damals Faktor 4 Cent eben auf 4,10 $ oder so. Nichtsdestoweniger, es war ein Anstieg von 10.000%. Und das heißt, diese 10.000%, das ist 350 Mal besser als diese 28%. Also sage und schreibe, diese Goldaktie war 350 Mal besser. Was heißt das nun 350 Mal besser? Ich habe es hier unten mal mit Gold verglichen sozusagen. Also für eine Unze Gold hätte man im Januar 2016 2625 dieser Goldaktien bekommen. Diese 2625 Goldaktien hätte man im Juli 2016 für 107.000 $ verkaufen können. Das wären dann, hätte man die 107.000 $ zum damals gängigen Preis gekauft, 79 Unzen gewesen. Also man tut in irgendeine Unternehmung eine Unze rein und holt 79 Unzen raus. So simplifiziert versuche ich mich diesen Märkten
anzunähern und das ganze wirtschaftliche Geschehen ist. Also im Grunde genommen ist es ja so, eigentlich jetzt in dieser Vorinflationszeit, wo Gold und Silber irgendwo den Höhepunkt erreichen, muss jede Unternehmung, die wir machen, einfach bedeuten, jede Unternehmung, die wir unternehmen, was es auch sei, muss am Ende mehr Gold bringen. Und deswegen dieser Vergleich mit Goldaktien. Ein Investment in Goldaktie muss mehr Gold bringen, als wir investiert haben. So auch hier 2020, ganz ähnlich, ging von 2 Cent hier auf fast 40 Cent, also 20, also 2000%, wenn Gold irgendwie auch um, ich sag mal, circa 20% stieg. Es war wiederum 100-mal besser als der Goldanstieg selbst. Das machen sich die Leute nicht bewusst, was da für ein Hebel drauf sein kann. Und weil wir ähnlich tief bewertet sind, kann genau dasselbe eben bevorstehen. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Merkwürdigerweise, das ist hier also Goldaktien Goldchart allgemein. Seit 1996 ist es im Bärenmarkt mit einigen Bärenmarkt-Rallyes versehen, zum Beispiel hier in der Finanzkrise von 2009 bis 2011, hier die 2016er Rallye und dann nochmal dieser kleine Punkt war dann nochmal die Corona-Gold-Rallye sozusagen. Und eben natürlich die Rallye von den 2000er. Das heißt, das waren Bärenmarkt-Rallyes und auch da haben schon Leute Millionen verdient. Überlegen Sie sich mal, jetzt kommt es zu einer Bullenmarkt-Rallye. Wie die das hier sehen, das würde im Prinzip, ist es eigentlich, tja, wenn man den glaubt, müsste das eigentlich also das müssten eigentlich alle diese Rallyes, diese 3 oder 4 Rallyes, die wir erlebt haben, diese abgebrochenen Rallyes, müssten wir jetzt in einer Rallye kriegen. Und das ist ohne Zweifel, nur von dieser theoretischen Ableitung, ist das dann die größte Goldaktienrallye aller Zeiten. Ohne Frage. Deswegen ist das Potenzial auch zu hoch, rein theoretisch gedacht. Dann haben wir hier noch das Verhältnis der sogenannten Senior-Aktien, Junior-Aktien, also Barrick. Barrick ist ja übrigens heute auch gestiegen, was ein gutes Zeichen für die ganze Branche ist. Sollte überall helfen. Und Junior-Aktien, ja, da hat sich das total auseinandergelebt und diese Lücke wird in guten Goldaktien-Rallyes im Allgemeinen geschlossen, so wie es hier war im Jahr 2002, ganz schnell geschlossen. Und das hilft natürlich auch den Penny-Aktien mit der Bewertung. Ja, aber so wurde es auch geschlossen hier von 2009. Also immer wenn es weit auseinander ist, ist es ein super Zeitpunkt, Goldaktien zu kaufen. Wie eben hier im Jahr 2001 oder 2000, wie hier 2009 und wie jetzt. So, und es ist immer ein guter Zeitpunkt zu verkaufen, wenn diese Linien sich hier treffen. Sozusagen. Hier war das, sehen Sie das, 2011. Das wäre ein Zeichen gewesen, dass wir Goldaktien allgemein verkaufen. Ja, hier hat sich das ein bisschen halten, ist es nicht so deutlich. Aber Sie wissen, Goldaktien, Verhältnis zu Gold waren schon 2003, 2004 schon extrem überbewertet sozusagen. Also das kommt ungefähr hin, weil das geht eigentlich, das hält sich so und dann geht es wieder auseinander und dann waren Goldaktien wieder ein schlechtes Investment. Also das ist meiner Meinung nach ein fantastischer Indikator. Ja, wie hätte man 1980 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Man hätte einfach ständig Top-Goldaktien kaufen müssen, verteilen, nachkaufen, wo sie gut performen, ein paar Mal nachkaufen, vielleicht kleine Portionen, damals jedenfalls $50 hätte machen können. Das hätte man vielleicht 100 verschiedene Aktien kaufen können. Da hätten vielleicht ein Drittel oder 25% so super performt, wie wir das hier unterstellt haben, vielleicht um das Hundertfache. Irgendwann kommt der Boom, das geht rasend schnell, wie Sie das sehen. Und wenn dann wirklich alle Gold und Silber um jeden Preis haben wollen, verkaufen das. Das ist einfach das Prinzip der Goldaktien. Es ist kein Langfristinvestment, aber solange sie super billig sind, sollte man weiter akkumulieren. Jedenfalls wäre es damals sinnvoll gewesen, als dann alle Gold und Silber haben wollten, um jeden Preis den Markt zu verlassen und zum Beispiel Standardaktien zu kaufen. Also eine Investition von $50 theoretisch in den Vor-Gold-Bullenmarkt irgendwo vielleicht 1976, 77, who knows, hätte vielleicht eine Verhundertfachung gebracht und dieses Geld hätte man dann reinvestiert in Berkshire Hathaway
Weil es ist immer so, wenn wir diesen Goldexzess halten, ist einfach ist das Inflationsthema vorbei. Dann gibt es inflationsfreies Wachstum. Dann sind Aktien einer der Top-Investments, das ist ganz klar. Ja, und wenn man das dann so, die Gewinne aus der Dynamik der Inflation multipliziert mit der dann Dynamik der wirtschaftlichen Erholung, des inflationsfreien Wachstum, dann hätte man aus jede $50 langfristig 1 Million machen können. Wie gesagt, es ist ein Blick in die Vergangenheit, aber der soll uns eben helfen, vielleicht auch einige bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Irgendwann werden Goldaktien stark steigen. Viele schicken sich ja schon an, man sieht es ja schon mal. Ich hatte ja in den letzten Videos im Bericht, sie gehen schon Richtung $1. Das ist nur eine Frage, meines Erachtens nur eine Frage der Wochen, wann das erreicht wird. Dann werden viele andere Anleger auf den Zug aufspringen und treiben sie hoffentlich in den Mehr-Dollar-Bereich. Und es kommt dann schnell zu einer Übertreibung. Das ist unsere Hoffnung und dann müssen wir das Ganze abstoßen sozusagen. Gleichzeitig dient der Anstieg der Goldaktien auch irgendwo als Krisenindikator, weil es meiner Meinung nach das Interesse der Regierung weckt, der Regierung der mineralfördernden Länder. Natürlich, die könnten einen mit Extrasteuern und Verstaatlichung beglücken, aber auch unsere eigenes finanzielles System mit ihren Banken, die reihenweise offensichtlich angeschlagen sind, nicht genügend Eigenkapital haben, die Luft wird immer dünner. Müssen wir halt sehen, dass wir nicht mit unseren Assets, da Digital Assets sozusagen, da stecken bleiben und hoffentlich, deswegen sage ich ja, wenn sie dann steigen, ist das irgendwie so ein Zeichen und dann sollte man noch versuchen, das gegen Sachwerte oder Gold und Silber zu wechseln. In jedem Fall kommt es zu so einem ökonomischen Tiefpunkt, nenne ich das. Das heißt, irgendwann hat Gold seinen Maximalwert erreicht. Alle wollen Gold um jeden Preis. Das war die Zeit, zum Beispiel 1980, wo Mike Maloney hier schreibt, dass man für 500 Unzen Silber ein Standardhaus kaufen würde. Das waren eben damals $25.000. Und heute geht man davon aus, dass es sogar noch tiefer gehen kann, weil vielleicht die Eruptionen etwas härter sind und damit das Ganze billiger macht. Das ist dann sozusagen der Vorteil im Negativen, im grundsätzlich wirklich Negativen. Und wir kriegen vielleicht ein Standardhaus irgendwo zwischen 250 und 300 Unzen Silber. Genauso ist es auch mit dem Dow. Also 1980 konnte man für 1 Unze umgerechnet ein Dow kaufen. Im Jahr 1999 dann schon wieder konnte man dann für diesen Dow 44 Unzen erzielen. Im Augenblick ist die Unzenzahl so irgendwo in der Mitte. Ich glaube, die bei 18 oder so. Und da ist also wirklich noch Luft nach unten, was die Bewertung der Standardaktien betrifft. Jetzt wie gesagt, muss man noch 18 Unzen für einen Dow hinlegen. Und irgendwann nimmt man sogar an, es reicht dann 1/2 Unze oder 1/4 Unze ein Dow zu kaufen. Ja, also das sind dann die Ereignisse, wo dann sozusagen das Ereignis Goldaktien eben beendet ist. Und steht die Stunde möglicherweise der physischen Metall. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Wie ich das schon angedeutet habe, wir erwarten Maximalwerte bei Gold von $8.000, heutige Kaufkraft, Silber vielleicht 300. Wie gesagt, Mike Maloney, wenn Sie darüber mehr lesen wollen, und Egon von Greyerz haben ausführlich dazu geschrieben. Also das würde dann bedeuten, für jede $200, die wir jetzt in Goldaktien investieren, schaffen wir vielleicht im Schnitt vielleicht eine Ver-25-fachung von dieser Tiefe aus, vielleicht bei einigen mehr, bei anderen weniger, eine funktionieren noch gar nicht. Das ist also versucht, so einen Mittelwert zu bilden. Dann könnte man theoretisch von diesem Gewinn, um auf der sicheren Seite zu sein, mehr Gold und Silber beispielsweise kaufen, das dann vielleicht insgesamt den Maximalwert 4 noch irgendwann erreicht. Aber vermutlich, wenn die Goldaktien eben bei 1, 2, $3 sind, diese Penny-Aktien, von denen wir sprechen, sind sie einfach unattraktiv, weil klar können sie höher gehen, aber eine leichte Korrektur, sie gehen runter, es kann Verstaatlichung geben, alle diese Probleme. Also ich nehme am Ende ehrlich gesagt an, die, die Rohstoffländer gönnen uns diese Gewinne nicht. Das ist eben so. Wenn dann die USA-Administration oder Kanada oder wie sie alle heißen, ähm,
wollen dann vielleicht nicht, dass man an diesen Assets partizipiert. Also deswegen glaube ich, sind wir schon gezwungen, in einer relativen Frühphase diese Gold- und Silberaktien zu verkaufen und zu konvertieren, so dass da kein drittes Parteienrisiko drin ist. Das ist ja bei Goldaktien, das ist ja eine dritte Partei. Da ist ein Börsenplatz dran, da gibt es dann das Unternehmen und dann gibt es noch die Jurisdiction. Vielleicht kommt eben solche Phase, da muss man das dann wirklich, seine Assets wirklich in der Hand halten. Das kann ich mir gut vorstellen. Naja, jedenfalls, wie dem auch sei, irgendwann wird Gold und Silber seiner Maximalwerte erreichen, das ist mit der 4 gemeint. Und wenn die erreicht sind, schließt sich nahtlos eigentlich der Wechsel in eine andere Assetklasse an. Es ist dann wie 1980, wo Gold seinen Maximalwert gehabt und da ist es so überteuert, da muss man dann in Standardaktien, vielleicht Häuser, kleine Firmen investieren, die dann im Verhältnis zu Gold super billig sind. Aber Gold und Silber stehen dann auch vor der Implosion. Das ist ganz klar. Das kommt und dann müssen wir wieder klassisch investieren. Was auch immer davon übrig geblieben ist, kann man vielleicht gar nicht mit heute verkaufen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen spreche ich eigentlich lieber von, wir müssen uns an der Dynamik, die dann im Entstehen ist, versuchen zu beteiligen. Was auch in welche immer Richtung das geht. 1980 waren das natürlich dann die Fonds wie Berkshire Hathaway, Top-Aktien viele, sehr USA-zentriert. Und natürlich auch die Informationstechnologie. Die begann ja die Unternehmensgründung von Microsoft, glaube ich, 1980 gegründet, Oracle 1976, Apple und so weiter und so weiter. Da sollte man auch ein Augenmerk legen. Was wird die Dynamik sein? Ja, vielleicht denn erweiterte Robotik und vielleicht noch neues Level, überhaupt Transportation. Das muss man eben genau beobachten und da muss man sich ökonomisch beteiligen, jedenfalls nur mit einem Teil, weil es ist nicht so leicht, die richtigen Aktien zu gewinnen, vielleicht einige Fonds auch noch draufsetzen. Jedenfalls die Dynamik, die dann entsteht, ist dann noch billig und wenn wir dann dementsprechend Gold und Silber haben, müssen uns daran beteiligen. Und wir können vielleicht dann, weil wir so früh da Investoren sind, genauso profitieren, wie das jetzt versucht mit Goldaktien zu machen. Und der Report, sobald das Goldaktienthema abgeschlossen ist, wird es hierum bei mir auch nur um die Identifikation dieser Zukunftstechnologien und Top-Standard-Aktien irgendwo gemischt geben, dass man das möglicherweise versucht zu treffen. So wie wir auch jetzt zu suchen, wir werden nicht mit jeder Goldaktie erfolgreich sein, aber mit einigen schon. Und genauso gilt das nachher für die Wiedererholungsphase. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, mal nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor zu rechnen und wie vielfache kann eine Aktie steigen, wenn Goldaktien ihr Maximal hoch erreicht haben. Exit-Strategie ist eben auch mit dabei. Das Ganze, wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie unten bei YouTube im Anhang. Ja, Einlage von Gold und Silber. Es ist ein Unternehmen, zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen, ist vergleichsweise günstig. Alternative zum Edelmetallhändler, eine Überweisung schon bis zum Zollfreilager in der Schweiz eingeladen. So leicht ist auch der Verkauf, keine Mindestinvestitionssumme. Andere Unternehmen verlangen teilweise 4.000 Euro. Hier kann man schon auch 50 oder 100 Euro überweisen. Es wird gut geschrieben. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.